Und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, wie ihr seht, sind wir nicht mehr da, wo wir beendet haben. Und zwar hat mich das irgendwie nicht losgelassen, dass ich hier nicht alle Hinweise habe. Weil im Grunde habe ich halt die Leiche gefunden und ich muss ja nur noch das Buch finden. Und hatte auch keinen wirklichen Anhaltspunkt, wo ich als nächstes hin soll. Und das schaue ich immer so zwischen den Folgen. Wo gehe ich denn als nächstes hin? Was mache ich dann da und so. Dass es ein bisschen strukturiert ist. Ja, und dann ist mir aufgefallen, ich habe hier in der Fallakte den Unterschlupf der Banditen-Hinweis, den ich anpinnen kann mit dem Augensymbol. Und deswegen habe ich den angepinnt und bin hier nochmal rein. Und siehe da, in dieser leeren Zelle hier ist tatsächlich noch was. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Blutige Fingerabdrücke. Ah. Okay. Das war also doch Angelos Zelle und der hat hier was versteckt. Das Buch. Yeah. Wo hatte der das Buch? Seems like Mycroft will get the book he wanted after all. Do you think it has a coded message inside? Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky. Wie hat er das Buch hier mit in die Zelle schmuggeln können, ohne dass sie es bei ihm gefunden haben? Die werden ihn doch bestimmt nicht erst in die Zelle geworfen haben und dann durchsucht. Okay. Ich soll zur Zeitungsredaktion zurückkehren. Das heißt, es war tatsächlich schon das Ende. Hätte ich mir mal den Eintrag komplett durchgelesen, hätte ich das beim letzten Mal auch schon gewusst. Aber gut. Und lösen wir den Fall. Wir lesen ihn nicht, wir lösen ihn natürlich jetzt dann. Das bedeutet zur Zeitungsredaktion. Die war wo genau? Die war hier. Dann reisen wir da schnell hin. Also so schnell es halt geht, ne? Und haben wieder einen Fall mehr erledigt. Und wie gesagt, ich möchte halt gern alle bisherigen angenommenen Nebenfälle, zumindest, nee, nicht alle, zumindest die vernünftigen, also nicht die Lauf dahin und suche einfach nur, da ist er, sondern die mit wirklichen Fällen hinten dran, die möchte ich schon gerne abschließen, bevor ich an das Mycroft-DLC gehe, oder an das Mystery-DLC, an das M-DLC. Ah, the illustrious Mr. Holmes returns no worse for wear. And with a gripping tale to tell, no doubt. Well, the matter proved rather simple in the end. I'm afraid the details are not for your ears, nor your readers. How very tantalizing. Your brother asked that I collect your report, and a book if you obtained it. Here is my report, and Miss Sertle. He will know if you opened it. I also retrieved the book for Mycroft. Crime and Punishment. Sounds appropriate. More than you may think. Aha. How so? Mehr kann ich nicht sagen, oder ich habe einen Ring gefunden. Ach komm, so ein bisschen Gossip, ne? There's something else. I found a ring belonging to one of Mycroft's men. Did he mention anything further? Alas, no. Well, the man was a hero. Protected the secrets of the British Empire. Here, please deliver this ring to Mycroft. I'm sure he'll know what to do. I don't understand. Miss Sertle, I'm afraid neither do I. This is his ring. My Angelo's ring. Angelo Dondolo is your fiancé. God. Your brother told me Angelo was sent to Roma. What happened? Where is he? In Rom. Okay, nein. Sie hat es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Auch wenn Mycroft wieder böse sein wird, aber... Angelo died in the line of duty, but his bravery saved countless others. No, not Angelo. Not my Angelo. I don't understand. I'm sorry, Yasmin. Mycroft kept this from me. I am one of his best, and he kept it from me. He assured me Angelo would be fine, but he lied. You are not the first victim of Mycroft's cold calculus, and you won't be the last. Your work has value to him, and the truth threatened it. Well, by hiding the latter, he has lost the former. Thank you for your honesty, Mr. Holmes. Now, please. Ups. Mycroft mal wieder sabotiert, ohne es zu merken. Gut, dann haben wir hier noch 2 Fälle.
Und noch mehrere Cordona-Geschichten. Ich weiß nicht, ob ich die Cordona-Geschichten wirklich machen möchte. Die Sachen fürs Haus hätte ich eigentlich schon gern gekauft, aber okay. Dann, was machen wir als nächstes? Machen wir noch den eisernen Sarg. Also. Tod im Tresor. Ein mitgehörtes Gespräch weckte meine Neugierde. Basilio Copello, Inhaber der bekannten Sicherheitsfirma Amor Copello, wurde festgenommen. Er befindet sich in einer misslichen Lage, da in seinem Firmengebäude eine Leiche in einem Tresor gefunden wurde. Basilio Copello beteuert seine Unschuld, aber die Faktenlage spricht gegen ihn. Er wird in einer Zelle der Polizeiwache festgehalten. John schlug vor, ich sollte doch Polizist werden, oder zumindest vorgeben, einer zu sein. Jedenfalls sollte keiner der Verdächtigen wissen, dass ich kein Polizist bin. Okay. Das ist also seine Herausforderung. Dass wir uns als Polizist verkleiden. Na dann, das haben wir doch schon mal gemacht. Nehmen wir die Uniform. Nehmen wir die Uniform. Und wir nehmen den normalen Polizeihut. Und dann, damit wir wirklich nicht auffallen, noch den kleinen Bart. Ja, das passt so. Dann mal auf zur Polizeistation. Dass sich die Dame von der Zeitung hier nicht gerade total gewundert hat, warum ich mich mitten in ihrer Zeitung als Polizist verkleide. Na, aber gut. So, wo muss ich hin? Jedes Mal das gleiche Theater. Jedes Mal. So. Hallo Kollege. Hallo Kollegen. Ich bin Polizist. Ich bin überhaupt nicht verkleideter Privatdetektiv. Nein, nein. So muss ich mit Would dir you reden. like to report a crime? Ich bin Polizist. Ich melde keine Verbrechen, ich löse sie. Okay. Wo sind denn hier die Chief Inspector Placido? Da müssen wir nicht mehr hin. Evidence Room. Sieh mal, wie viele Polizisten sitzen hier einfach nur so rum. Archive, Inspectors. Ah, da. Okay. Ein Verhörzimmer. Noch ein Verhörzimmer. What a long day. Hallo. What a long day. Ja. Gut. Ich guck erstmal hier oben alle Zellen durch. Aber das sind alles nur Verhörzimmer, ne? Das ist eins für die ganz schweren mit Ketten am Tisch. Verhörzimmer. Verhörzimmer. Hallo. Verhörzimmer und Verhörzimmer. Und hier geht's nicht weiter. Okay, warum braucht eine Polizeiwache einer Insel 8 Verhörzimmer? What a long day. Ich weiß es nicht, wie viele Verhöre hier gleichzeitig stattfinden, aber selten doch mal mehr als 3 oder 4, würde ich behaupten, oder? Uff, dunkel. Da komme ich nicht lang. Schön, dass das Spiel mir zumindest so ein bisschen zeigt, wo ich lang muss. Could you help me? Unfortunately, my casebook is empty on this. Aha. Ich habe gedacht, das wäre er vielleicht, weil der Typ, der davor steht. Bist du das? Excuse me, but are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a Ich moment dachte, to niemand talk. darf erfahren, wer wir Manners, sind. what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Okay, also John hat uns gesagt, wir dürfen niemandem sagen, dass wir kein Polizist sind, also sind wir ein guter Polizist. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? Lassen Sie mich erstmal Sie beobachten. Halten Sie bitte still, ich analysiere der mal. Fokussierter Blick. Ordentlich gebundene Krawatte.
Blutergüsse an den Händen. Und kein Ehering. Ach, ein Ehering, okay. Weil er so gelb war, dachte ich, der fehlt. Er ist ein pragmatischer Mensch, bei dem die Arbeit und Prinzipientreu an erster Stelle steht. Obwohl er als Mordverdächtiger im Gefängnis ist, wirkt er ruhig und fokussiert. Er hat Blutergüsse an der Hand, womöglich musste er sich vor kurzem zur Wehr setzen. Die Familie bedeutet ihm sehr viel. Oder impulsiv? Augenscheinlich will er nicht seinen Frust über seinen Gefängnisaufenthalt zeigen, könnte aber durchaus zu Gewaltausbrüchen neigen. Ich würde eher sagen, er ist pragmatisch. Wenn er impulsiv gewesen wäre, dann hätte er mich ja angeschnauzt, sobald ich die Zelle betreten habe oder irgendwas dergleichen. Oder hätte sich nicht darüber gefreut, dass ich Manieren habe, sondern wäre verbal auf mich losgegangen. Von daher würde ich behaupten, er ist pragmatisch. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? Ah, no. A minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Capello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal? No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Ich vermute mal, der Einbruch und der Mord hängen zusammen. You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Capello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met, and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Also kanntest du ihn doch. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Godona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the deities tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office?
Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavour to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, there's little else I can do. Okay, er meinte ja, er sieht die Verbindung nicht zwischen dem Einbruch und der Leiche. Es sind zwei unübliche Vorkommnisse, die ganz nah beieinander stattgefunden haben. Da würde ich doch mal behaupten, selbst wenn keine Verbindung da ist, man sollte mal vielleicht nachschauen. Please wait in the office. The inspector will be here soon. Wo ist sie denn, die Mrs. Capello? Please wait in the office. Ich habe hier gerade jemanden gehört, der gesagt hat, Mrs. Capello, please wait in the office. The inspector will be here soon. Und hier stehen aber nur zwei Männer und zwei Männer sitzen. Ah, sie ist schon drin. Das ging schnell. You must be the inspector. Would you be Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge so that we may dispense with the endless repetition. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass es deinem Mann den Umständen entsprechend gut geht. Aus Irland? Ah, ne, okay. Ein Abschiedsgeschenk 1875. Und das erkennst du, Sherlock, mit einem Blick auf diese Brosche. Chapeau. Tja, das kannst du jetzt natürlich nicht wirklich sagen. Ja gut, der gläserne Blick, wenn sie es regelmäßig nehmen würde, dann würde es nicht so die Wirkung zeigen, die es tut, wenn man es nur kurzfristig nimmt. Und es ist eine Stresssituation, da würde ich eher sagen, sie steht unter Schock. Als emotionaler Mensch hat sie jetzt nicht auf mich gewirkt. Sie spielt aufgrund der Stresssituation nervös in ihrem Ehering herum. Sie nahm vor kurzem Laudanum ein, scheint an dieses Beruhigungsmittel jedoch nicht gewöhnt zu sein. Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Irgendwie glaube ich, sie war's. Also so vom Ding, sie spielt hier schon sehr die schwache, unschuldige Frau. Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. You've had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later. Okay, aber wir haben mit ihr geredet. Kurz schauen. Ich pinne das mal an und gucke nochmal, ob ich nochmal mit ihr reden kann. Please let me rest. Okay, gut, nicht. Ja, okay, dann zurück nach draußen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns doch beim nächsten Mal, oder ich reise dann noch schnell hin, dann Filmgebäude von Amor Capello, Adler Street, östlich des St. Clements Cathedral in Scaladio.
Straße wieder vergessen. Adler Street, östlich der St. Clemens Kathedrale. Okay. Scaladio haben wir hier. Legacy Theater. St. Peter. St. Dionysus. Verdammt, ich habe hier noch nicht alle Kirchen, ne? Ah doch. Ja, okay. Adler Street östlich der... Das heißt hier irgendwo. Da so, irgendwo. Okay, dann würde ich sagen, laufe ich da mal hin und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.